Hi, willkommen. Ich bin Lia. Die meisten von euch kennen mich schon und ich freue mich, dass ihr auch hier seid, hier in dem Starseed Summit. Und ja, wir haben ganz viele tolle Gespräche gehabt und ganz viele schöne Fragen gehabt. Und wenn ihr bereit seid, jetzt wirklich in die Wahrheit abzutauchen und diesen ganzen New Age Quatsch hinter euch zu lassen über ETs und was ist 5D und was sind Zeitlinien und was erwartet euch und all das und wie sieht eigentlich echter ET-Kontakt aus? Wenn ihr bereit seid für diese Wahrheit, dann kommt mit mir ins Rabbit Hole. Du Ja. hast gerade erwähnt, du hast physisch Außerirdische getroffen. Kannst du mal den Moment beschreiben, wie ist es, wenn da so ein Außerirdischer neben dir steht? Ist es plötzlich kalt, also Gänsehaut? Äh, Wie ist es? Wie fühlt sich das an? Vielleicht erinnerst du dich an den Moment, wie war das für dich, als du jetzt, oder wie ist es, wenn die halt dich besuchen oder du die live physisch triffst? Ja, ja. Also es ist erstmal menschlicher, als man glaubt. Man wird vorbereitet auf den Kontakt. Man lernt so ein bisschen ich sag mal, seinen Rucksack zu klären. Rucksack ist für mich alle Ideen und Konzepte, die du hast, Negativität, die du in dir hast, die du in die Welt und gegen die Welt richtest oder gegen dich selbst. Sage ich mal, alle Konzepte, mit denen du im Kampf und im Krieg mit dir selbst bist. Alle Verurteilungen, zum Beispiel Eifersucht und all diese Themen werden mit ihnen in der Vorarbeit durch telepathische Informationen mehr und mehr, sag ich mal, der Fokus drauf gelenkt, so dass man es sieht. Weil wenn man in Kontakt kommt mit einem niedrigeren Bewusstsein, mit einem höheren Bewusstsein, wie es ein ET ist, dann löst das in einem etwas aus. Und das ist das, was zum Beispiel Leute bei mir in Kursen erfahren, die Energie und auch vielleicht die jetzt hier in dem Interview sind. Die Energie ist vollkommen anders und triggert in der Tiefe ganz viele Themen. Auf einmal kommt Ablehnung, Neid, Schuld, Wut, was auch immer hoch. Und das ist nicht gegen mich gerichtet, sondern das ist das, was in euch ist. Aber die Energie von einem hohen Bewusstsein und von einem Wesen, was telepathisch ist, löst aus der Tiefe im Unterbewusstsein Themen hoch. Das heißt, ich wurde vorbereitet, mir diese Dinge anzugucken, und zwar sehr intensiv. Es war einer meiner stressigsten Zeiten bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten. Und dann wird ein Treffpunkt vereinbart. Und nochmal, ihr geht nicht zu ETs, sondern ETs kommen zu euch. Sie kontaktieren euch. Und zwar nicht, um euch von der Erde zu entfernen, damit ihr ein neues Leben lebt, sondern wenn es eine Absprache gibt. Sie kennen euren Seelenplan. Sie wissen ganz genau, was hier an nächsten Schritten zu tun ist. Und wenn es zum Beispiel Teil eures Seelenplans ist, in Kontakt zu treten mit physischen, echten ETs und es nicht irgendwelche Traumgestalten sind, sondern es wirklich echt wird, dann kontaktieren sie euch. Und zwar über alle möglichen Wege, wie auch ihr normalerweise kontaktiert werden würdet, wenn andere Menschen Kontakt aufnehmen zu euch. Heißt, Chats, Telefonanrufe, Mails. Auf einmal sind Informationen auf dem Computer. Ähm, Es gibt aber, und hier muss ich eine Warnung aussprechen, im Moment auch Menschen, die sich auf Facebook, Telegram etc. tümmeln, die sagen, sie sind ETs, aber sie sind es nicht. Ich verstehe diesen Trend noch nicht ganz. Ich glaube, da geht es auch wieder um Aufmerksamkeit und Flucht vor sich selbst. Also nur weil euch jemand kontaktiert und sagt, ich bin ein Alien und oder ein Sassani oder ein Plejade oder was auch immer, heißt es nicht, dass es so ist. Das heißt, und ich war auch skeptisch und ich habe um Proof gebeten, Prüfung, Validierung, validiert euch, ja, fresst nicht alles, was man euch verkaufen will. Das ist wie früher, wenn man wenn ja die ganzen Vertreter zu den Leuten gekommen sind in den 90ern und Staubsauger verkauft haben, ja. Nicht jeder, der einen Staubsauger verkauft, braucht nicht unbedingt jeden Staubsauger, oder? Also, das heißt, ich bin extrem skeptisch gewesen, dachte mir, wer ist das denn? Wer erzählt denn, dass er ein Alien ist? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ja? Und da war erstmal auch sehr viel Ablehnung von meiner Seite da, weil ich gesagt habe, ja, würdet ihr mich kontaktieren. Und dann habe ich irgendwann um Validierung gebeten. Und sie validieren sich. Zum Beispiel, dass ihr simple Fragen stellt, wie, wo bin ich geboren, wann bin ich geboren und wie ist der volle Name meiner Mutter? Wenn es ETs sind und sie wirklich Interesse haben, mit euch in Kontakt zu treten, dann werden sie euch das sagen. Das heißt,
Validierungsprozesse finden dann hier statt, wo sich beide Seiten auch prüfen. Und dann wird ein Treffpunkt vereinbart. Und dann werdet ihr an dem Treffpunkt sein und dann werden sie kommen. Meistens findet das sehr, sehr abseits und in der Nacht statt und werden mit ihrem Schiff landen. Und die wenigsten Schiffe sind klassische Disks, also klassische runde fliegende Untertassen, sondern es sind wirklich Militärschiffe. Die sehen aus wie große Kampfjets. Und mein erster Gedanke war, ist jetzt das Militär da oder was? Und, und dann geht die Rampe auf und du siehst, warte mal, das ist keine Menschentechnologie. Und dann kommen dir in der Regel 2, 3 ETs entgegen, die aussehen wie Menschen.